Freunde, also wenn ich hier sowas sehe, ne? Oder hier sowas. Oder sowas. Oder sowas. Oder sowas. Dann, weiß ich nicht. Dann krieg ich Stielaugen. Ne? Das geht nicht. Wie es geht, erkläre ich euch in diesem Video. Ja, alles weitere wartet's ab. Bis gleich, euer Soulteye. Now turn up. So, meine Freunde, ich bin's wieder, euer Soulteye. Heute mit einem Video über die Truppenformation, Truppenstärke und alles, was dazugehört. Ja, und wir legen auch gleich mal los. Und egal, was ich hier sage in diesem Video, es ist egal, ob du T1, T2, T3, den T800, Eistee oder was weiß ich, was für Tees du hast. Es spielt keine Rolle. Ja, okay, gut. Also, wir fangen mal an. Und zwar gehen wir mal oben auf unseren Profilbild oder Avatar und gehen da oben rechts oder in der Mitte rechts auf Kämpfer und wir schauen uns mal an in die ganzen Prozentpunkte. Das sind die Standard-Prozentpunkte. Darauf werden ja das Fahrzeug addiert, deine Rüstung addiert. Ja, das zählt dann alles hier mit drauf. Das könnt ihr für die Nahkämpfer, für die Distanz und für die Kavallerie einzeln immer checken. Ja, das heißt, wenn ihr eine Forschung macht, zum Beispiel Nahkampf, den Angriff erhöhen auf, weiß ich, keine Ahnung, paar Prozentpunkte, dann könnt ihr vorher hier gucken und guckt nach der Forschung, ob sich das wirklich erhöht hat und ihr werdet sehen, das hat sich erhöht. Ja? Das Gute ist, die S2-Forschung spielt da eine sehr gute Rolle. Sie ist zwar langwierig, aber sie bringt euch enorm nach oben. Okay. Gut. So, meine Freunde, wir gehen mal auf unseren Platz oder auf meinen Platz und sehen hier schon mal das erste Beispiel. Ja? Wir testen es einfach mal. Ich habe hier jetzt Abraham, Holly und Rosita. Nahkampf, Nahkampf, Distanz. Suchen uns mal ein Ziel, die Streuner 25. Wir werden die mal angreifen. Und zwar geht's jetzt los. So. Ja, Sieg. Komm, mach. Genau. Gut. Dann schauen wir uns mal die Statistik an. So. Ne, Holly, Abraham und Rosita. Und merken uns mal, 340%, 252 und 250 Lebenspunkte. Ne? Das merken wir uns. Was wir jetzt machen, ist, wir statten Rosita mit Nahkämpfern aus. So. Finden unser Ziel, wieder die Streuner und greifen die an. Was ich damit sagen will ist, die Chemie der drei bezieht sich immer auf Nahkämpfer. Wenn ich so einige Formationen sehe mit Abraham Pistole, also eine Distanz, dann Kavallerie, der Nahkämpfer, ja, keine Ahnung. Also es hat schon Sinn, dass diese Truppe nur Nahkämpfer hat. Ja? Und bepackt diese auch mit Nahkämpfern. Ne? Egal ob ihr T9, T8 habt, das spielt keine Rolle. Okay, gut. Also wir gehen nochmal auf den alten Bericht. Vergleichen mal Rosita, ne? 340 Angriff, das merken wir uns mal. So, wir haben sie ja jetzt mit Nahkämpfern ausgestattet. Und jetzt hat sie 390. Ne, woran liegt das? Ja, natürlich, das liegt an der Chemie. Ne, 30% mehr Angriff und 30% mehr Verteidigung. So war es doch, ne, oder? Komm, wir gucken nochmal schnell nach. So, genau, Angriff und Verteidigung, 30%. Fällt jetzt einer von ihnen weg oder hat Kavallerie, dann kriegt ihr die 30% nicht. Dann kriegt ihr nur 12%. Ja? Weil, wie gesagt, Angriff der Nahkämpfer, also nur Nahkämpfer rein. Zweites Beispiel. So, Shane, Morgan und Rick. Nahkampf, Pistole, Pistole. Wir finden mal unser Ziel. Auch wieder die 25er Streuner. Na, gefettfingert wieder. So. Zack, lassen wir sie mal angreifen. Und hierbei, gibt es was ganz Besonderes. Und zwar werdet ihr das gleich sehen. So, erstmal ein Sieg. Wir schauen uns die
Statistik an, das Protokoll. So, und sehen morgen mit 265% Angriff. Also Distanz hat einen hohen Angriffsschaden und man müsste meinen, 265 mehr geht nicht, weil er der Distanz drinne. Ne? Also morgen wurde mit Distanz ausgestattet. Distanz hat den höchsten Angriff, also müssen wir meinen, ne, höher kriegen wir das nicht. Aber wir greifen die nochmal an. So. Und statten morgen mit Nahkämpfern aus. So. Dann greifen wir nochmal an. So, komm, gib Gummi. Ja. So, Sieg. Wir schauen ins Protokoll. Ins alte erstmal. Ne, wie gesagt. Morgen 265% Angriff. Jetzt gehen wir ins Neue. So. Und sehen. Morgen mit 285%. Ja, warum ist das so? Distanz haben einen höheren Angriffsschaden. Ja? Nahkämpfer haben hohe Lebenspunkte und hohe Verteidigung. Aber warum ist hier die Distanz jetzt benachteiligt? Ganz klar, achtet auch immer darauf, morgen ist ein Nahkämpfer und er gehört immer in die Mitte. Achtet darauf, dass die Helden immer dort platziert sind, wo sie hingehören. Ja? Morgen immer in die Mitte, Abram immer nach vorne. Ne, welches Beispiel haben wir hier noch? Rosita immer hinten, Holly in die Mitte, Shane nach vorne und macht das auch. Ja? Und kleiner Tipp, immer Nahkampf, Nahkampf, Distanz. Jetzt kommt was anderes. Jetzt kommen die dicken Spieler, die großen, die haben T10 und das SWAT-Fahrzeug auf 50. Die bekriegen sich gegenseitig. Der eine hat die Formation Abram, Holly und Rosita, T10, volles Fahrzeug und Nahkämpfer. Der andere, der hat wahrscheinlich Negan, dann hat er wahrscheinlich Glenn oder Michonne oder halt eine andere Formation und ist ausgestattet nur mit Kavallerie. Und der gewinnt. Ja, warum gewinnt der? Weil Nahkampf, SWAT, gegen Distanz, gegen Kavallerie und SWAT müsste Nahkampf doch eigentlich gewinnen. Nein. Die Kavallerie schlägt die Nahkämpfer. Ja? Wenn ihr ausgepowert seid, packt in eurer Formation nur Kavallerie rein. Weil die meisten großen Spieler werden immer nur Nahkampf nehmen. Ja? Also achtet immer, was hat der Gegner für Truppen und dementsprechend könnt ihr euch umstellen. Oder wie gesagt, ihr könnt eure Formation so umstellen, dass es passt, dass ihr die schlagen könnt. Ja? Genau, und achtet immer auf die Chemie. Also, was ist wichtig? Helden, richtige Position. Die Nahkämpfer, Distanz und Kavallerie immer so so reinpacken, dass es für die Helden, dass es auf die Helden zugeschnitten ist, dass es passt. Ja? Morgen kann ich mit Distanz umgehen, das habt ihr ja gesehen. Morgen kann nur mit Nahkämpfen umgehen. Ja? Genau. Wie gesagt, die Chemie und was drumherum ist, die Rüstung, die Fahrzeuge, diese ganzen Prozentpunkte, die ihr da bekommt, die werden immer auf den Grundwert mit draufgeschlagen. Ja? Die Grundwerte wisst ihr, wo ihr die einsehen könnt. Für jede Truppeneinheit. Und ja, Rüstung natürlich auch, spielt auch eine ganz große Rolle. Wer 4 goldene Teile hat, bekommt extra Bonus. Ja, genau, das war es erstmal. Ne? Also wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema, gerne in die Kommentare. Ansonsten, ja, wartet bis zum nächsten Video. Bis dann erstmal, euer Sultai.